Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 22. Juni 2018 präsentierte Rainer im Stream neue Schuhe, die er sich gekauft hatte. Ich habe neue Schuhe. Das habe ich glaube ich noch gar nicht gezeigt. Ich habe neue Schuhe. Und ja, die sind noch nicht eingelaufen. Meine Füße riechen ja gut. Am 23. Juni lud Rainer das Video Artikel 13 hoch. Darin beschwerte er sich darüber, dass er spazieren gehen wollte, aber draußen Hatern begegnet war und wieder nach Hause gehen musste. Wenn ihr euch zum Drachengame zählt, gehört ihr in dieses Kollektiv. Und dann braucht ihr mir nicht sagen, dass ich verallgemeinere, weil ihr euch automatisch selbst verallgemeinert, indem ihr in dieses Kollektiv dazugehört oder dazugehören wollt. Dann sprach er über den umstrittenen Artikel 13 der EU-Richtlinie zur Urheberrechtsreform, der seiner Meinung nach zu Zensur führen würde. Letzten Endes würde das zur Zensur führen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht so tun, als würde ich mich groß damit auskennen. Ich muss sagen, auf der einen Seite fände ich das ganz geil, weil es für mich ganz geil wäre, weil ich damit diese ganzen Hater-Sachen raushauen könnte. Dann würden diese ganzen Aktionen gar nicht mehr stattfinden, diese ganzen Hater-Aktionen. Auch erschien mit Drachenlord Folge 16, Drache ist schuld, tatsächlich eine neue Folge des Drachenlord-Formates. Darin sprach Rainer erst darüber, warum er die alten Folgen neu hochgeladen hatte. Dann habe ich mir gedacht, hey, es gab 15 gute Folgen, du brauchst ein bisschen Kohle, du brauchst ein bisschen Beef, du brauchst vor allem ein bisschen Aufmerksamkeit, lad die alten Folgen wieder hoch. Natürlich ging es in erster Linie darum, weil ich die alten Folgen selber geil fand. Am 24. Juni kam es dann im Stream zu einer kleinen Auseinandersetzung mit seiner Amazon Alexa. Alexa, Thema Sponsoring Video in meiner To-Do-Liste. Geht doch. Muss ich das übers Handy machen? So dumm. Das ist aber nicht nett von dir. Alexa, es tut mir leid. Kein Problem. Immer freundlich zu eurer künstlichen KI sein. Wenn die irgendwann die Welt erobern, dann muss man freundlich zu ihnen sein. Auch wurde Rainer an diesem Tag im Freien gesichtet und fotografiert. Am 25. Juni erschien Dragon Monday Part 5 Rundfunklizenz. Darin berichtete Rainer, einen Brief von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, kurz BLM, erhalten zu haben, behauptete aber, dass er keine Rundfunklizenz benötigen würde. Fakt ist nämlich, dass man eine Rundfunklizenz nur dann benötigt, also es geht da um die Rundfunklizenz, dass man eine Rundfunklizenz nur dann benötigt, wenn man regelmäßig streamt und bestimmte andere Bedingungen erfüllt. Was ich nicht tue. Ich streame weder regelmäßig, noch verbreite ich, wann ich streame. Das mache ich auch aus gutem Grund, auch schon seit Monaten aus gutem Grund. Ich habe eine Zeit lang, habe ich das mal so gemacht, dass ich versucht habe, zweimal täglich zu streamen. So, zweimal täglich ist zwar regelmäßig, aber da ich keine Zeiten angebe und keiner die Zeiten kennt und ich auch nie zu gleichen Zeiten streame, und abgesehen vielleicht vom Frühstücksstream so eine halbe Stunde, und selbst das ist ja schon mittlerweile wieder unterm Tisch gefallen, unter anderem auch wegen solchen Aktionen, es ist einfach im Moment Blödsinn. Am 26. Juni bewarb Rainer mit dem Video Neuer Poster-Shop seinen Merch-Shop. Im Stream sprach er darüber, keine Drogen zu nehmen und behauptete, über seine Erfahrungen mit Marihuana gelogen zu haben. Ich habe mein ganzes Leben lang keine Drogen genommen. Dieses eine Jahr mit den Kiffen, das war auch Lügenlord. Aber klar, mal so ein paar Experimente hat man irgendwann mal gemacht. Ja, aber ein Jahr lang oder so ganz so Scheiß gekifft habe ich nicht. Ich hasse es, mein Leben von irgendwelchen Zeug abhängig zu machen. Deswegen rauche ich auch so, wie ich will und wann ich will und ob ich will, wenn ich will. Und ich lasse mein Leben nicht durch irgendwelche Substanzen bestimmen. War noch nie mein Fall. Dann behauptete Rainer, jetzt etwas mit seiner Freundin unternehmen zu wollen und war dann wenig später im Teamspeak online. In keine Kommentare zu finden,
beschwerte sich Rainer über einen Bug auf YouTube. Auf einem eingeblendeten Screenshot konnte man erkennen, dass er auch zu dieser Zeit deutlich mehr Dislikes als Likes auf seinen Videos hatte. Am 27. Juni stellte Rainer Alexa kurz auf Japanisch ein, interpretierte es jedoch fälschlicherweise als Chinesisch. Alexa, Ni hao. ちょっと難しいです。ごめんなさい。 Das ist kein Japanisch, das ist Chinesisch. Auch als Rainer mit Alexa das Dinosaurier-Quiz spielte, kam es zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit. Ich bin in Nordamerika zu Hause. Velociraptor. Wobei war der nicht aus China? Möchtest du wirklich aufhören? Verfluchte Scheiße nochmal. Nein. Okay, weiter geht's. Ich lebte vor 200 Millionen Jahren. Raptor. Möchtest du wirklich aufhören? Ja. Tschüss. Also das ist die... Ich zeig den Finger auf die Box, ne? Am 28. Juni streamte Rainer in den frühen Morgenstunden und ließ sich wieder einmal von den Kommentaren und diesmal auch von Alexa provozieren. Steuerverschwender, sagt zu mir ein Student, der wahrscheinlich in seinem ganzen Leben seinen Job nicht nachgehen kann, weil er 300.000 Jahre studiert. Und ich verdiene meine Kohle mit YouTube. Und YouNow. Alexa. 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 Stopp. Geh dich begraben. Alexa. Also langsam geht sie mir auf die Eier. Alexa. Spiel. Soundtrack von Twilight. Twilight of the Thunder God. Alexa, halt die Fresse. Mir scheißegal. Alexa. Stopp. Stopp. Alexa. Gleich springe ich aus dem Fenster. Alexa. Spiel den Soundtrack von New Moon. Was versteht ihr an Soundtrack nicht? Alexa. New Moon. Soundtrack von Twilight. Kriege ich das jetzt irgendwie zum Laufen? Alexa. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe Alexa aus einem Paralleluniversum gekauft. Alexa. Spiel einen Soundtrack ab. Alexa. Ich hasse es, Gute. Stopp. Alexa. Stopp. Sie sollte eigentlich wissen, dass ich keinen Scooter ausstehen kann. Ich will doch nur den verfickten Soundtrack hören von Twilight. Alexa, spiel den Soundtrack ab von New Moon. Twilight. Muss mich ja gerade echt zusammenreißen, dass ich jetzt eine Packung gegen die Wand schmeiß. Alexa, spiel den Twilight so... Jetzt hat sie einfach aufgehört. Alexa, spiel den Soundtrack von Twilight bis zum Abendbrot. Langsam aber sicher, ne? Umso wütender ich werde, umso weniger kann ich einen kleinen Gedanken fassen. Alexa, spiel den Soundtrack von Twilight bis zum Morgengrauen. Alexa, spiel den Song von Twilight bis zum Morgengrauen. Alexa, Alexa, halt die Fresse. Das ist aber nicht nett von dir. Du bist auch nicht gerade nett zu mir, also Schnauze halten. Jetzt scheißegal, ich suche mir das jetzt selber raus. Das riecht mich jetzt gerade auf, dieser Scheiße da, Alter. In welchem Jahrtausend kriegt man das nicht hin, Alter? Ich will keinen verfickten Score hören. Und gerade hat sie den Score noch gefunden, jetzt findet sie auch den Score nicht mehr. Meine Fresse nochmal, ey. Halt dein Maul. Du sollst nicht das kaufen, du sollst... Das ist aber nicht nett von dir. Oh, Scheiß, die fliegt gleich wirklich gegen die Wand. In Drachenlord Folge 17, Ich bin kein Drache, sprach Rainer darüber, dass er in der Vergangenheit angeblich Sport gemacht hatte. Und ja, die ganzen Kampfsport und die ganzen anderen Sachen, die ich dann alle gemacht habe, Aimlord und so weiter, habe ich dann alles erst Jahre später abgezogen, so ein paar Jahre lang. Beziehungsweise, ach, ich weiß nicht mehr, wie ich euch belogen habe. Ist ja auch scheißegal. Im morgendlichen Stream kommentierte er die Ankündigungen einiger Hater, am 20. August eine große Aktion zu veranstalten. Lass dir mal bitte den Blödsinn mit dem 20.8. Am Ende passiert wieder gar nichts, außer dass bei mir vor der Haustür ein Floh sitzt oder so. Auf dem Teamspeak-Server erzählte Rainer, wie sehr er unter seinem Alltag litt. Ein bisschen genervt bist du schon heute. Bin ich genervt, ich bin gelangweilt von eurer kompletten Ignoranz.
Warum? Oh Gott. Aber es Oh Gott. traut sich halt niemand mehr, die Wisst ihr, Entertainment wenn ihr zu nur bieten, weil er dann wenn ihr gebannt nur wird. einmal einen halben Tag so leben müsstet wie ich die letzten 4 Jahre, Sofort selbst. ihr hättet euch schon längst erschossen. Ich hab keine Ja, aber Knarre. da bist du ja selber dran schuld. Also, Ist das Ihr habt wirklich nicht jeden Tag? ansatzweise eine Ahnung, wie das ist. Und dann eine Aussage, ja. Ja, man muss ja nicht so leben, man kann es ja anders machen, ist die Aussage erstens A, eines Feiglings, B, die Tatsache, dass du selber keine Ahnung hast, wie das ist, weil man davon lebt und das ein Lebensunterhalt ist, kann ich genauso gut sagen, kündige deinen Job. Dann sprach er darüber, wie anstrengend seine Arbeit als YouTuber war und dass er sich keine Rundfunklizenz kaufen würde. Ich habe auch schon im Stream gesagt, dass ich keine Motivation, beziehungsweise Motivation schon, aber dass ich keine Kein Bock. Inspiration mehr habe. Ich habe keine Ideen mehr. Ihr aber ihr die seht es Ideen, immer es so, gibt ja, doch so viele Ideen. 4 Drachen, war so geil, aber auch hinter jeder Folge 4 Drachen steckte immer ein paar Tage Arbeit, wo ich mir überlegt habe, wie ich die Skripte schreibe, was ich anziehe im Video. Jedes Detail war da geplant. Die Videos selber waren scheiße, weil aus meiner Sicht, weil das sehr viel immer noch nicht gepasst hat, wie ich es hinbekommen wollte. Wenn es blöden ausgeht mit der Sache mit dem Streamen, mit dieser beknackten Lizenz, weil die kann ich mir einfach nicht leisten, das ist Fakt. Die werde ich mir auch nicht kaufen, zumindest nicht in den nächsten Jahren. Dann werde ich hergehen müssen und werde schauen, dass ich meine Streams beende oder nur noch gelegentlich mal so zwischendurch mache. Also wirklich nur noch zwischendurch so 1-2 Mal im Monat oder so, also 2-3 Mal im Monat. User left your Und channel. abgesehen davon wirklich mich auf meinen Hauptkanal wieder konzentrieren, wieder hauptsächlich meinen Hauptkanal produzieren und meinen Gaming-Kanal. Was bedeuten würde, dass ich von heute auf morgen etwa 1.000 Euro Verlust hätte jeden Monat. Was Dann kannst du ich ja auch natürlich nicht auch nicht sagen, verkraften könnte. Dann, Schließlich verließ Rainer nach einer Unterhaltung wütend den Server. ist da wirklich jeden Tag bei dir irgendjemand? Weil ich kenne ihn noch nicht Dazu so äußere lange. ich mich nicht. Aber ich kenne ihn noch nicht so lange, aber weil du das von uns gesagt hast. Soll ich es dir buchstabieren? Ja, bitte. User was moved Genau out of your diese Art channel. ist, warum die Leute halt irgendwann die Schnauze voll haben. Diese Art, Ja. wenn ich wortwörtlich User was moved sage, to your ganz channel. normal gesagt habe, gerade eben, erst vor 2 Sekunden, dass ich mich dazu nicht äußere und er labert weiter und ich dann Ja, aber du angepisst guckst halt reagiere. von oben auf die Dann Leute brauchst herab du, auf ich deinen gucke nicht von die Leute, ich Doch, guck du nicht auf die redest hier Leute mit von niemandem oben auf herab. Augenhöhe. Es komm, halt mal die Fresse, ja? Ja, das- Hör auf mich zu provozieren, sonst kriegst du gleich eine auf die Fresse. Aber du hast mich gerade beleidigt, weil ich dich mit einer konstruktiven Kritik konfrontiert Und habe. bedroht. Ja, und du hast mich bedroht. So, ich habe dir doch nichts getan. So, ich bin einer der Letzten auf diesem Teamspeak-Server, die irgendwie noch einen Funken Hoffnung in dich haben. Und du bist gerade dabei, dir auch das noch zu verspielen, Rainer. Und das ist, was ich meine. So genau so ziehst du dir deine Hater-Community hoch. Buddy in your channel timed out. Später kam er zurück und wurde bezüglich seines Körpergewichtes und seiner Gesundheit befragt. User Aber jetzt mal in your channel ernsthaft, was also banned from the gesundheitlich ist das ja bei dir nicht so gut. Also 30 Jahre, weiß ich Ja, nicht. was wenn du habe ich weiter denn mit dem gesundheitlich? Erzähl mal. Leben- Du hast starkes Übergewicht. Ja, und weiter? Also das ist eine krass, das ist nicht irgendwie ein bisschen ja, was, und das ist eine weiter? schwere Was Krankheit. habe ich noch? Wassertabletten, No? da denke ich Wie mal, dass stark du ist Übergewicht? Reicht schon Wasserblagerungen in aus, Gelenken, so Rainer, in Gelenken Deine einbildest. Gelenke sind am Aufgeben. Ich meine, ich Ja, behaupte meine mal, weil ich Gelenke. aus Erfahrung spreche, du kannst Wenn keine meine 100 Meter Gelenke, laufen, wenn meine ohne in Gelenke den so Schlappanfall zu kommen. aufgeben, wenn meine Gelenke so aufgeben, Mr. Klugscheißer, ja, warum habe ich dann weder Schmerzen noch sonst irgendwas? Oh, Rainer, ich war doch selber mal übergewichtig und ich hatte weniger als du. Ich weiß, dass du wahrscheinlich 100 Meter nicht laufen kannst, ohne zu hecheln oder zu schwitzen oder Schmerzen in den Gelenken zu Junge, kriegen. finde ich sehr Ja, aber interessant, was dass ist du jetzt das konkret weißt. deine Frage? Alter, ich war Pass doch selber mal so Kollege. fett. Hey, Schweinchen schlau. Ich bin nicht du. Ja? Ey, das ist Und aber das bitte, Gleiche. tu mir den ey. Gefallen. schlau. Ja? Tu mir bitte immer den Gefallen. Und vergleiche mich nicht mit anderen. Rainer, Ich bin Übergewicht nicht ist wie eine andere. gleiche Sache. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Ich bin eingeschränkt in verschiedenen Hinsichten, ja. Und ich habe auch verschiedene Probleme damit, ja. Aber ich bin nicht wie andere mit dem Gewicht. Es gibt auch Unterschiede bei dicken Leuten. Ja, Ich habe kein Problem, 100 Meter zu laufen, ohne zu hecheln. das stimmt Im nicht. Gegenteil, ich laufe jeden Tag. Stimmt nicht. Ich laufe jeden Rainer- Tag runter zum Feuerwehrhaus und wieder rauf.
Ich kenne meinen Körper besser als du. Folglich weiß ich auch besser, was ich mache, als du. Mit meinem Körper. Mann. Wenn du jemand anderen neben mich hinstellst, der meine Größe und mein Gewicht hat, wird der hinter mir zurückbleiben. Wenn wir Aber ganz normal laufen. Aber David, Was willst du denn für eine Ja, Antwort? Ich was sag's war jetzt denn zum jetzt die konkrete 10.000. Mal, Frage? weil du mir damit auf den Sack gehst. Also begreif es endlich. ja, dann stopf dich doch ruhig voll, Alter. Ganz ehrlich, so wirst du keine Halt 70. doch mal die Fresse jetzt. So wirst du nicht mal 30 Jahre älter. So wirst Junge, du irgendwann sterben. Das Das ist doch haben mir scheiße. Leute schon vor 20 Jahren gesagt, dass ich könnte so eine junge älter wird. Ja, und es geht dir dauerhaft schlechter. User in your channel was banned from the server. Am 30. Juni präsentierte Rainer einen Harry Potter Zauberstab im Stream. Dementsprechend folgte am 1. Juli 2018 das Video Ausgepackt Fanpacket, danke, ein zauberhaftes Geschenk. In dem Video Unterstützung gegen Mobbing rief er Firmen und andere YouTuber dazu auf, irgendetwas gegen Mobbing zu unternehmen. Am klügsten wäre es, wenn man eine Webseite einrichten würde. Da kann ich mich leider alleine allerdings nicht drum kümmern, weil es, viel Arbeit wäre und weil ich mich da alleine nicht drum kümmern kann. Der Ansatz wäre jetzt, eine Webseite einzurichten, auf der YouTuber, große und kleine, auf der aber auch Firmen, große wie kleine, je nachdem, sich eintragen bzw. miteinander in Kontakt treten können. Letzten Endes möchte ich dann quasi mithilfe dieser Webseite eine Marke schaffen können oder eine Art Insignie schaffen können, die man, wenn man benutzt, zeigt, dass man gegen Mobbing ist und dass man Hate und Mobbing nicht unterstützt. Dann machte er die Hater dafür verantwortlich, dass er kein Sponsoring bekommen konnte. In einem weiteren Auspackvideo stellte Rainer ein Drachenlord-Shirt vor, das ihm mit 4XL allerdings etwas zu klein war. Später streamte er zum zweiten Mal an diesem Tag und sprach darüber, in letzter Zeit wenig Geld mit den Streams zu verdienen. Am 2. Juli streamte Rainer kurz nach Mitternacht und veranstaltete ein Quiz zu Videospielen. Eine geschnittene Version des Streams erschien dann als Video auf seinem Hauptkanal. Auch stritt er sich in einem späteren Stream wieder mit Alexa. Alexa, Das Album World Alexa, of Freak. komm. Alexa, Wahlkampf. Alexa, halt die Schnauze. Das ist aber nicht nett von dir. Wenn du deine Arbeit machen würdest, wäre ich nett zu dir. An diesem Tag warf Rainer mit Steinen und Metallstangen nach Besuchern. Am 3. Juli sprach er im Stream über Geldprobleme und dann über Prostitution. Du hast doch letzten Monat gut verdient. Vorletzten Monat habe ich gut verdient. Musst du da anschaffen gehen. Ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich gar kein Problem damit anschaffen zu gehen, wenn ich nicht A, eine Freundin hätte und wenn ich nicht B, so hässlich wäre. Das ist auch bloß ein normaler Job. Aber als Mann muss man extrem gut aussehen. Vermutlich sogar noch mehr als bei Frauen. Rainer, wenn du ohne Hände aufstehst, abonniere ich dich. Ich bin nicht euer Tanzbär, auch wenn ihr das vielleicht glaubt. Am 4. Juli wurden Rainer während des Streams ein Drache offiziell und ein Unbesiegt Poster geliefert, die er dann sogleich auspackte und vorstellte. Boah, das ist ja richtig das Monster. Falsch rum. In dem Video Der Sensenmann zeigte sich Rainer, wie er mit einer Sense Gras schnitt. Am 5. Juli stellte Rainer in dem Video Ich bin mega gelb sein gelbes Tor-T-Shirt vor, kündigte an, bei sich im Haus aufzuräumen und sprach dann über Gronkh und Unge. Im Juna-Stream war die Stimmung gedrückt. Rainer behauptete nun, aufgrund schlechter Bewertungen der Hater keinen Merch-Shop mehr zu haben. An diesem Tag tauchte auch ein Artikel in einer Lokalzeitung auf, in dem darüber, dass Rainer mit Steinen geworfen hatte, und über einen weiteren Zwischenfall berichtet wurde. Demnach gab es weiterhin täglich Besucher, obwohl viele Auseinandersetzungen nicht gefilmt wurden. Im abendlichen Stream präsentierte Rainer dann auch einen Teleskopschlagstock. Am 7. Juli präsentierte Rainer im Stream sein neues Soundsystem und erzählte dann, mit seinem Gaming-Account die YouTuber Gronkh, Tobinator, German Let's Play und Zombie bezüglich einer Kooperation angeschrieben zu haben. Auch Excel95 hatte er kontaktiert, dieser hatte die Nachrichten sogar in einem Stream vorgelesen und sich bestürzt angesichts der Rechtschreibung gezeigt. Letztendlich blieben jedoch alle Anfragen Rainers unbeantwortet. Nachts streamte Rainer erneut, brach den Stream jedoch ab, da Besucher vor seinem Tor standen.
Zusätzlich existieren von diesem Tag noch 2 Besuchsvideos. In einem bespritzt der Hater mit Wasser aus der Gießkanne. Hör auf, mich aufzunehmen! In dem anderen Video haben Hater, dadurch, dass sie von außen ein Schloss an seinem Tor angebracht hatten, Rainer ausgesperrt. Daraufhin lieh er sich von den Nachbarn einen Bolzenschneider und verschaffte sich so Zutritt. Rainer war nun in einer schwierigen Situation. Einerseits lieferte er täglich neue Videos und Streams, um dadurch seine prekäre finanzielle Lage zu verbessern. Andererseits erhielt er damit nur noch mehr Aufmerksamkeit und Besuche.